ein Kind zu retten, dass es das nicht erlebt, ist das Größte, was du tun kannst. Was, wenn Marc Dutroux nur die Spitze des Eisbergs war? Was, wenn es ein ganzes Netzwerk hinter ihm gab? Mächtig, geschützt, organisiert. Eine Verschwörung, die Kinder verschwinden ließ und sogar die Justiz zum Schweigen brachte. Zeugin X1 hat ihr Schweigen gebrochen, genauso wie viele andere, die an diesem Fall gearbeitet haben. Das, was passiert ist, darf niemals vergessen werden. Wie mächtig diese Kreise sein können, wie viele Ungereimtheiten es in diesem Fall gab und dass es sich hierbei nicht um eine bloße Theorie handelt, sondern wohl um einen der größten Beweise für eine reale Verschwörung in diesem Bereich. Eine, bei der Kinder missbraucht, getötet und Spuren vertuscht wurden. Willkommen zur deutschen Version der X-Dossiers. Teil Nummer 1. Wenn du sagst, was wir machen ist wichtig und du willst mehr davon in der Welt sehen, du möchtest ein Teil davon sein, helfen dieses Thema in Deutschland zu enttabuisieren, dann kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Ob über YouTube Super Thanks Funktion, hier gehen allerdings bis zu 30% deiner Spende an YouTube. Mit PayPal oder via Überweisung können wir deine Spende komplett nutzen. Jede Unterstützung hilft uns, Überlebenden eine Stimme zu geben und uns die Zeit zu nehmen, die es wirklich braucht. Auch durch Liken und Teilen kannst du helfen, dieses Thema in die Welt zu tragen. Gemeinsam können wir wirklich einen Unterschied machen. Und wir können das nicht alleine. Wir brauchen dich. Denn auf diesem Kanal sind zwar viele Klicks, aber aufgrund des sensiblen Themas können wir mit YouTube kaum Einnahmen erzielen. Alle Infos zum Spenden findest du in der Beschreibung und in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du Teil dieser Mission bist, Teil dieses Kanals bist. Wir sind ungebrochen und wir geben den Stimmlosen endlich eine Stimme. Keiner weiß, was du eigentlich gesehen hast. Keiner weiß, was du eigentlich so fühlst. Keiner spürt, was dich irgendwann... Im Sommer 1996 melden sich ein paar junge Frauen bei der Justiz in Belgien mit Aussagen über Kindesmissbrauch und sogar Kindermord. Unter dem Codenamen X legen sie Aussagen ab über das, was sie selbst in ihrer Kindheit erlebt haben. Was sie uns hier erzählen, das existiert nicht, dass so etwas je passiert ist. Es war schwer, sich das in unserem Geist vorzustellen. Anfangs werden ihre Aussagen ernst genommen und es folgt eine Untersuchung. Aber ein paar Monate später wird an ihren Geschichten gezweifelt und die Justiz lässt die Akten versickern. Es handelt sich hierbei um die X-Dossiers. August 1996. Belgien macht Bekanntschaft mit Michel Nihoul, ein Geschäftsmann aus Brüssel. Michel Nihoul ist eigentlich ein Mann, mit dem wir früher bei der Finanzabteilung noch bevor der Dutroux-Fall aufgekommen ist, schon gearbeitet hatten, also in einem Betrugsskandal. Wir kannten diesen Mann eigentlich. Das ist ein sehr verdächtiger Mensch, würde ich sagen, und dann taucht er zufällig wieder in den Akten auf. Auch die ehemalige Partnerin von Nihoul, die abgesetzte Anwältin Annie Bouty, wird verhaftet und nach dem Verhör wieder freigelassen. Brüssel, Anfang der 90er Jahre. Nihoul ist bekannt als ein eifriger Besucher von geschlossenen Clubs, in denen Gruppen- und Partnertausch betrieben wird. Er ist ein Stammgast des Clubs in der Atrebatenstraße in Brüssel. Ein Club, in dem auch politisch und gesellschaftlich bedeutende Personen Vergnügen suchen. Die Untersuchungskommission unter Leitung von Marc Verwilchen untersuchte das Umfeld von Michel Nihoul. Das war eine Welt mit, sagen wir mal, mit viel Glitzer und gleichzeitig auch einem großen Maß an Zügellosigkeit. Das war das Bild, das ständig auftauchte. Also, jeder, der sich in die Vergangenheit von ihm hätte eingraben müssen, wäre darauf gestoßen, dass... Das wurde übrigens auch nicht versteckt von Nihouls Umfeld. Sei es, dass er selbst Aussagen darüber machte oder sei es, dass seine Freunde oder Bekannten es waren, die darüber sprachen, bis hin zu seinen Anwälten. Später verlagert sich die Kundschaft in einen Club in der Philipp-Bauk-Straße, dem Dolo. In dieser Zeit muss das Nachtleben von Brüssel eine Art Sodom und Gomorra gewesen sein, sagt Marc Verwilchen. In alten Zeiten, in der Zeit der Römer, wurde darüber geschrieben, dass Macht, Geld und oft Zügellosigkeit in
sexuellen Angelegenheiten, dass das Waffen sind, die gegen jemanden eingesetzt werden können. Nihul ist in jener Zeit auch Moderator bei einem Lokalsender, Radioaktivität. Die Studios sind über dem Schwimmbad der Teilgemeinde Etterbeek untergebracht. Er hat eine eigene Talkshow, in der er sowohl Politiker als auch Prostituierte empfängt. Regina Louf aus Belgien hatte die Informationen, die zur Verhaftung einiger Personen im Laufe des Jahres 1996 führten. Und sie hat 1 oder 2 Personen wiedererkannt als Menschen, die sie während ihrer Jugend missbraucht haben. Das Einzige, was ich tun wollte, war zu sagen, schaut, Dutroux und Nihul kennen sich schon länger als heute. Was sie behaupten, stimmt nicht. Sie kennen sich schon länger. Das wollte ich sagen. Ich wollte auch sagen, schaut, Nihul ist schon sehr lange mit solchen Praktiken beschäftigt. Und ich dachte, das kann eventuell zur Untersuchung beitragen. Und damit war die Sache eigentlich erledigt. 17 Mal wird Regina Louf verhört, in Brüssel, in einem separaten Gebäude in einem speziell eingerichteten Raum. Die Vernehmer Patrick de Baets und sein Kollege Philippe Huppé halten sich strikt an die Regeln. Alle Sitzungen werden mit Videokameras aufgezeichnet. Die Verhöre werden wörtlich transkribiert. Sie sagt anonym aus und bekommt den Codenamen X1. Anfangs wirkte Frau Louf unsicher auf mich, als wolle sie die Verhöre schnell hinter sich bringen. Sie war in Therapie gewesen, vielleicht war sie es damals noch. Ich hatte den Eindruck, dass sie uns als Therapeuten sah, dass sie uns ihre Geschichte erzählen konnte, als eine Art Therapie. Wir, die Polizei, brauchen jedoch Details. Wir arbeiten für die Justiz. Sie wollte Aussagen, also mussten wir vor allem Aussagen mit Details haben. Während des Verhörs sagt Regina Louf, dass sie Nihul kennenlernte, als sie 12 Jahre alt war. Er nahm sie manchmal mit in eine Wohnung in Brüssel. Darin war eine altmodische große Tür mit Gusseisen davor und Glas. Nun ja, ich will sagen, ein Fenster und dann Gusseisen. Man ging hinein und dann musste man nach links, Treppen. Dann hatte man, Gott, wie war das nochmal, eine Treppe vor sich. Man ging nach oben und dann links waren Treppen nach unten. Es standen antike Gegenstände herum. Man kam in ein Zimmer, das auf einen Innenhof hinausging. Wenn sie sagt, Herr X hatte zu dieser Zeit eine Wohnung an diesem Ort, dann gingen wir nachsehen. War diese Person dort tatsächlich gemeldet oder hatte sie dort vielleicht einen Mietvertrag oder ähnliches? Sie sprach aus einem bestimmten inneren Beweggrund heraus. Das war offensichtlich der Ausgangspunkt ihrer Aussagen. Aber es war nicht die Art von Grundlage, die wir brauchen. Wir brauchen überprüfbare Fakten, mit denen wir arbeiten können. Das Untersuchungsteam stößt auf eine Wohnung in der Dupré-Straße in Brüssel. Michel Nihul und Annie Bouty hatten Anfang der 90er Jahre diese Wohnung zur Verfügung. Die Beschreibung von X1 stimmt. Für das Team von Patrick de Baets ist es ein Grund, die Untersuchung fortzusetzen und sich in das Leben von Regina Louf zu vertiefen. Zeugin X1 Regina Louf ist geboren in Gent im Jahr 1969. Sie hat keine Geschwister, beide Eltern arbeiten und haben keine Zeit für sie. Als sie 1,5 ist, wird sie nach Knocke gebracht zu ihrer Großmutter, die die Erziehung des Kindes übernimmt. Sie wohnt in einer Luxusvilla neben einem großen Hotel. In der Villa halten sich manchmal auch Hotelgäste auf. X1 gibt an, dass ihre Großmutter sie ab dem 4. Jahr ausbildete, um Männer zu befriedigen. Sie wurde manchmal ans Bett gefesselt, sie musste Männer umbringen, sie wurde von einem Hund vergewaltigt. Solche Szenen, sagt sie, wurden auch gefilmt. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen ein lächelndes Mädchen. Das sind Fotos, die benutzt wurden, um das Kind anzupreisen. Die sehen so normal aus, dass sie nicht belastend sind. Also, wenn man die irgendwo herumliegen hat und es würde eine Hausdurchsuchung geben, dann kann man kaum sagen, dass das belastende Fotos sind.
Aber es sind Fotos, die speziell gemacht wurden, um sie Pädosexuellen zu zeigen. Sie erzählt, dass sie regelmäßig zu anderen Villen in Knocke gebracht wurde, wo während Feiern mehrere Kinder missbraucht wurden. Ich erinnere mich noch, dass ich und einer meiner Kollegen vom Untersuchungsteam Regina zu diesen bestimmten Orten mitgenommen haben. Wir haben sie hinten ins Auto gesetzt und von dem Moment an, als wir in diese bestimmte Straße einfuhren, haben wir zu ihr gesagt: Regina, jetzt sind Sie dran. Sie fahren mit uns herum, Sie sagen uns links, rechts, geradeaus, rückwärts, was auch immer. Aber wir sagen nichts mehr. Und Sie zeigen uns die Orte, an denen Sie in Verbindung mit den Taten, die Sie geschildert haben, gewesen sind. Das Team untersucht die Orte in Knocke und stellt fest, dass es sich um ehemalige Politiker der französischsprachigen Christdemokratischen Partei und ihren Freundeskreis handeln muss. Darunter Männer mit Adelstiteln. X1 nennt den Namen einer Schulfreundin aus Knocke, die in derselben Zeit von ihren Eltern ausgeliehen worden sein soll. Das Untersuchungsteam spürt die Frau auf. Während des ersten Verhörs bricht sie in Tränen aus. Sie kennt Regina Louf, sie will nur anonym und unerkennbar über den Fall sprechen. Regina wurde von ihrer Großmutter... Ich wurde auch Regina war 7 und ich war 8. Um 4 Uhr, als die Schule zu Ende war, musste ich zu Regina nach Hause. Keine Kunden, dann haben wir Hausaufgaben gemacht. Wenn sie da waren, mussten wir uns aus und tun, was sie wollten. Die Großmutter hatte die Namen aller Kunden in ein Buch geschrieben, was sie bezahlt haben und so. Mussten Sie jemals woanders hingehen? Ja, einmal mussten wir in eine große Villa. Dort fand eine Art Party mit Frauen und Männern statt. Wir wurden sozusagen dorthin mitgenommen. Missbraucht also. Haben Sie der Polizei alles erzählt? Ja, alles. Sie haben alle Namen angegeben. Ja, genau. Sie erzählt, dass sie regelmäßig zu anderen Villen in Knocke gebracht wurde, wo während Feiern mehrere Kinder missbraucht wurden.